Lektion 1: Über den Ozean segeln. Hallo Anna. Hast du jemals darüber nachgedacht, über den Ozean zu segeln? Hallo John. Auf hoher See segeln? Das klingt nach einem Abenteuer. Unbedingt. Stellen Sie sich den Nervenkitzel vor, die weiten offenen Gewässer zu überqueren. Ich kann es mir jetzt vorstellen, den Wind in unseren Segeln, die Gischt auf unseren Gesichtern. Genau. Und das Gefühl, Neues zu entdecken, neue Länder und Kulturen zu erkunden. Es muss eine unglaubliche Erfahrung sein. Bist du schon einmal gesegelt? Weißt du, ich hatte noch nicht die Gelegenheit dazu, aber es war schon immer ein Traum von mir. Das gleiche hier. Ich habe so viele Geschichten über berühmte Reisen und Expeditionen gelesen. Ich auch. Wie die Mayflower, die den Atlantik in die neue Welt überquert. Ja. Und die gewagten Umrundungen von Entdeckern wie Magellan und Drake. Absolut. Der Mut und die Entschlossenheit, die es gekostet haben muss, sind wirklich inspirierend. Auf jeden Fall. Ich würde gerne eines Tages in ihre Fußstapfen treten, wenn auch nur auf eine kleine Art und Weise. Ich auch. Vielleicht könnten wir irgendwann zusammen einen Segeltörn planen. Das wäre unglaublich. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Das gleiche hier. Wir könnten ein Boot chartern und die offenen Meere erkunden. Oh, das klingt perfekt. Ich fange an, nach einigen Optionen zu suchen. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung unseres Hochseeabenteuers zu beginnen. Ich auch nicht. Das wird ein unvergessliches Erlebnis. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass dies erst der Anfang eines neuen Kapitels ist. Lektion 2: Hausgemachte Köstlichkeiten. Joanna, kochst du in letzter Zeit öfter zu Hause? Darauf kannst du wetten. Ich habe viele neue Rezepte ausprobiert. Das ist großartig. Was für Gerichte hast du zubereitet? Nun, ich habe mich sehr auf herzhafte, hausgemachte Mahlzeiten konzentriert. Oh, was zum Beispiel? Ich hätte gern ein paar Ideen für meine eigene Küche. Als Vorspeise habe ich ein paar leckere Nudelgerichte zubereitet. Pasta, hm? Das klingt köstlich. Was ist dein Lieblingsrezept für Pasta? Ich habe eine einfache Marinara-Sauce mit frischen Kräutern und Gemüse geliebt. Das klingt gut. Das muss ich mal versuchen. Definitiv. Und ich habe auch mit Rezepten für gebackenes Hühnchen experimentiert. Gebackenes Hähnchen, hm? Haben Sie spezielle Gewürze oder Techniken gefunden, die Ihrer Meinung nach gut funktionieren? Ich habe das Huhn mit Gewürzen wie Paprika und Knoblauchpulver eingerieben. Oh, das klingt, als würde das Hühnchen dadurch super würzig werden. Das tut es wirklich. Hausgemachtes Kochen ist für mich zu einem so lustigen Hobby geworden. Das ist großartig. Ich freue mich, dass es dir so viel Spaß macht. Danke.
Lass es mich wissen, wenn du jemals Rezeptempfehlungen haben möchtest. Das werde ich tun. Vielleicht muss ich das Angebot bald annehmen. Lektion 3. Ein Verwöhntag für Fido. Hey Anna, hast du zufällig ein paar neue Leckerlis für deinen Hund gekauft? In der Tat habe ich es getan. Ich habe diese köstlich aussehenden Hundekekse bekommen. Toll, dein Welpe wird die lieben. Hast du noch andere Leckereien für sie? Ich habe mir auch ein paar neue Pinsel geschnappt, um ihnen eine schöne Pflegesitzung zu bieten. Oh, das ist so rücksichtsvoll. Es ist so wichtig, dass Ihr Hund gut gepflegt ist. Auf jeden Fall. Ich möchte sicher gehen, dass mein pelziger Freund gut aussieht und sich gut fühlt. Ich wette, Sie wissen all das Verwöhnen zu schätzen. Hunde sind wirklich der beste Freund des Menschen. Absolut. Ich versuche, meins zu verwöhnen, wann immer ich kann. Sie haben es verdient. Ich bin sicher, dein Hund ist ein glücklicher Welpe. Was ist Ihr Lieblingsleckerli? Sie sind verrückt nach diesen kleinen Jerky-Strips. Ich muss sie verstecken oder sie atmen sie ein. Haha, klingt wie mein Hund. Sie haben keine Selbstkontrolle, wenn es um Leckereien geht. Erzähl mir davon. Aber es ist so schwer, diesen süßen, flehenden Augen zu widerstehen. Ich weiß, ich gebe immer nach. Hunde wissen wirklich, wie man mit uns arbeitet, oder? Das tun sie auf jeden Fall. Aber es macht mir nichts aus, sie ein wenig zu verwöhnen. Sie gehören schließlich zur Familie. Absolut. Ihr Hund ist ein glücklicher Welpe, einen so liebevollen Besitzer zu haben. Oh, danke John. Ich möchte nur, dass sie so glücklich wie möglich sind. Ich bin sicher, Sie fühlen sich so. Genießen Sie Ihre Verwöhnsitzung mit Ihrem pelzigen Freund. Lektion 4. Vegetarisches Essen mit leckeren Gerichten. Hey Anna, ich habe gehört, dass du in letzter Zeit leckere vegane Gerichte zubereitet hast. Das ist richtig. Ich habe mit allen möglichen pflanzlichen Rezepten experimentiert. Das ist großartig. Was für vegane Mahlzeiten hast du zubereitet? Nun, einer meiner neuen Favoriten ist ein herzhaftes veganes Chili. Oh, veganes Chili klingt köstlich. Welche Zutaten verwendest du? Ich belade es mit Bohnen, Gemüse und einer Gewürzmischung für maximalen Geschmack. Das klingt so befriedigend. Kannst du es komplett milchfrei machen? Unbedingt. Ich lasse den Käse einfach weg und er ist genauso lecker. Schön, das ist toll für diejenigen, die laktoseintolerant oder vegan sind. Exakt. Und ich habe auch ein veganes Lasagne-Rezept perfektioniert. Vegane Lasagne, Das muss etwas Kreativität erfordern, um das zu bewerkstelligen. Das tut es, aber der Schlüssel liegt in der Verwendung pflanzlicher Käsealternativen. Ah, ich verstehe. Das ist ein großartiger Ersatz, um es milchfrei zu halten. Ja, und die Textur ist genauso cremig und köstlich. Ich bin beeindruckt. Deine veganen Kochkünste sind auf den Punkt gebracht.
Danke. Ich habe die Herausforderung, klassische Gerichte zu veganisieren, wirklich genossen. Es ist großartig, dass du deinen kulinarischen Horizont so erweiterst. Auf jeden Fall. Veganes Kochen hat mir eine ganz neue Geschmackswelt eröffnet. Das kann ich mir vorstellen. Nun, lass es mich wissen, wenn du jemals einen Geschmackstester für deine Kreationen willst. Lektion 5. Grenzen überschreiten und Erfüllung finden. Morgen. Ich habe gehört, du erwägst eine berufliche Veränderung. Was hat dich dazu gebracht, darüber nachzudenken? Nun, ich fühle mich in meinem aktuellen Job ein bisschen unerfüllt. Ich möchte etwas Sinnvolleres tun. Ich verstehe. Welche Art von Arbeit interessiert dich, die erfüllender sein könnte? Ich fühle mich zu Rollen hingezogen, in denen ich wirklich etwas bewegen kann, wie in der Sozialarbeit oder in der Gemeinschaft. Das ist bewundernswert. Was hat diesen Wunsch nach wirkungsvollerer Arbeit beflügelt? Als ich aufwuchs, hatte ich das Gefühl, dass Mädchen und Frauen oft zu viel elterliche Aufsicht hatten. Ich kann verstehen, dass sie sich danach sehnen, ein unabhängigeres, aktiveres Leben zu führen. Exakt. Ich fühlte mich zu einem Leben voller Taten berufen, um die gesellschaftlichen Erwartungen in Frage zu stellen. Das ist eine starke Motivation. Haben Sie sich mit bestimmten Organisationen oder Ursachen befasst? Ja, ich habe nach gemeinnützigen Organisationen gesucht, die Frauen und Mädchen in meiner Gemeinde stärken. Das ist großartig. Ich bin mir sicher, dass Ihre Leidenschaft und Ihr Tatendrang für diese Art von Initiativen von Vorteil wären. Das hoffe ich. Ich freue mich darauf, herauszufinden, wie ich meine Fähigkeiten einsetzen kann, um positive Veränderungen herbeizuführen. Ich bewundere deinen Ehrgeiz. Es ist so wichtig, deinen Leidenschaften zu folgen. Absolut. Ich bin bereit, aus dem Schimmel auszubrechen und meinen eigenen Weg zu gehen. Ich bin zuversichtlich, dass Sie die Erfüllung finden werden, die Sie suchen. Lass mich wissen, ob ich irgendwie helfen kann. Danke. Ihre Unterstützung bedeutet mir viel, wenn ich mich in diesem nächsten Kapitel zurechtfinde. Lektion 6. Deine Ziele erreichen. Hey Anna, ich habe gehört, dass du an einigen neuen Zielen gearbeitet hast. Hey, wie läuft das? Hey John, es war großartig. Ich habe mir einige realistische Ziele gesetzt und das hilft mir wirklich, konzentriert zu bleiben. Das ist großartig. Welche Ziele hast du dir gesetzt? Nun, ich habe versucht, größere Aufgaben in kleinere, überschaubare Schritte zu unterteilen. Das ist ein kluger Ansatz. Wenn Sie die Dinge Stück für Stück angehen, können sich große Ziele weniger entmutigend anfühlen. Exakt. Und ich habe regelmäßige Check-ins geplant, um meine Fortschritte zu verfolgen. Nett. Rechenschaft abzulegen ist entscheidend, wenn man auf etwas Wichtiges hinarbeitet. Absolut. Es hilft mir, organisiert zu bleiben und den Überblick zu behalten. Ich bin beeindruckt. Was hat Sie dazu bewogen, sich solche Ziele zu setzen? Mir wurde klar, dass ich mich ein bisschen zerstreut fühlte, also wollte ich mehr Struktur in meine Tage bringen. Das macht absolut Sinn. Ein klarer Plan kann einen großen Unterschied machen. Das hat es wirklich.
Ich habe das Gefühl, dass ich meine Zeit besser unter Kontrolle habe und motivierter bin, sie einzuhalten. Das ist wunderbar zu hören. Auf welche Ziele hast du dich konzentriert? Eine Mischung aus persönlichen und beruflichen Zielen. Dinge wie das Erlernen einer neuen Fähigkeit oder das Aufräumen meines Schranks. A. Ein ganzheitlicher Ansatz. Es ist so wichtig, verschiedene Aspekte ihres Lebens in Einklang zu bringen. Auf jeden Fall. Ich stelle fest, dass die kleinen Siege bei persönlichen Zielen meinen beruflichen Antrieb tatsächlich beflügeln. Ich kann mir vorstellen, wie das funktionieren würde. Wenn Sie sich in einem Bereich erfolgreich fühlen, stärken Sie Ihr Vertrauen in andere. Genau. Bisher war es ein wirklich positiver Zyklus. Ich freue mich darauf, weitere Fortschritte zu machen. Ich freue mich für dich. Es ist so lohnend, sich Ziele zu setzen und zu erreichen. Lektion 7: Netzwerkmöglichkeiten. Morgen. Ich habe gehört, dass du vorhast, nächste Woche an dem Networking-Event teilzunehmen. Morgen. Ja, ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, einige wertvolle Verbindungen knüpfen zu können. Das ist großartig. Networking kann ein so mächtiges Instrument für persönliches und berufliches Wachstum sein. Absolut. Ich versuche mein Netzwerk zu erweitern und neue Leute in meiner Branche kennenzulernen. Macht Sinn. Wer weiß, welche Möglichkeiten sich aus diesen Verbindungen ergeben könnten. Exakt. Sogar einfach mehr Leute zu haben, mit denen man Ideen austauschen kann, kann sehr hilfreich sein. Ganz gewiss. Und Sie wissen nie, wann jemand, den Sie treffen, die perfekte Stellenausschreibung hat. Auf jeden Fall. Ich hoffe, mit mindestens ein paar vielversprechenden Hinweisen aus der Veranstaltung hervorgehen zu können. Das ist eine großartige Denkweise. Konzentrieren Sie sich auf hochwertige Verbindungen und nicht nur auf Quantität. Exakt. Ich führe lieber ein paar bedeutungsvolle Gespräche, als zu versuchen, mit allen zu sprechen. Intelligenter Ansatz. Qualität vor Quantität ist entscheidend, wenn es um Netzwerke geht. Absolut. Ich möchte sicher gehen, dass ich wirklich mit Menschen zu tun habe und nicht nur Visitenkarten sammle. Klingt, als hättest du einen soliden Spielplan. Worauf freust du dich bei der Veranstaltung am meisten? Ich freue mich darauf, von den Rednern und Diskussionsteilnehmern zu lernen. Sie sind alle angesehene Führungskräfte auf diesem Gebiet. Nett. Verschiedene Perspektiven zu hören kann so wertvoll sein, vor allem beim Netzwerken. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, ein oder zwei Mentoren zu finden, die mir Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist ein großartiges Ziel. Jemanden mit mehr Erfahrung zu haben, von dem man lernen kann, kann transformativ sein. Exakt. Ich hoffe wirklich, bei dieser Veranstaltung einige wichtige Kontakte knüpfen zu können. Ich bin mir sicher, dass du das tun wirst. Denken Sie daran, Ihr authentisches Ich zu sein und die richtigen Leute werden sich zu Ihnen hingezogen fühlen. Lektion 8: Die Bedeutung von Wäldern. Hey Anna, wusstest du, dass Wälder entscheidend sind, um uns mit natürlichen Medikamenten zu versorgen? Faszinierend. Mir war nicht bewusst, dass Wälder im Gesundheitswesen eine so wichtige Rolle spielen. Absolut. Viele der Medikamente, auf die wir uns verlassen,
werden aus Verbindungen gewonnen, die in Pflanzen vorkommen. Das ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass Wälder im Grunde natürliche Apotheken sind. Exakt. Forscher erforschen ständig das medizinische Potenzial von Regenwaldpflanzen. Das ist wirklich aufregend. Ich wette, es gibt so viele unentdeckte Heilmittel, die darauf warten, gefunden zu werden. Auf jeden Fall. Und Wälder versorgen uns nicht nur mit Medikamenten, sie helfen auch, die Luft zu reinigen. Du hast recht. Bäume sind natürliche Luftfilter, absorbieren Kohlendioxid und geben Sauerstoff ab. Exakt. Wälder sind die Lunge unseres Planeten und spielen eine wichtige Rolle bei der Klimaregulierung. Ich verstehe. Der Schutz und die Erhaltung der Wälder sind also nicht nur ein Umweltproblem, sondern auch ein Problem der öffentlichen Gesundheit. Exakt. Die Entwaldung schädigt nicht nur die Ökosysteme, sie kann auch schwerwiegende Folgen für die menschliche Gesundheit haben. Wow, mir war nie bewusst, wie vielfältig die Bedeutung von Wäldern wirklich ist. Das ist ein Augenöffner. Ist es, nicht wahr? Wälder bieten so viele wichtige Dienstleistungen, die wir oft für selbstverständlich halten. Absolut. Ich werde viel mehr auf die Rolle achten, die Wälder in meinem täglichen Leben spielen. Das ist toll zu hören. Jede Person, die kleine Änderungen vornimmt, kann große Auswirkungen haben. Auf jeden Fall. Ich bin inspiriert, mehr darüber zu erfahren, wie ich den Waldschutz unterstützen kann. Wunderbar. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie sich Einzelpersonen engagieren können, von Freiwilligenarbeit bis hin zu Interessenvertretung. Fantastisch, ich muss mir einige lokale Initiativen ansehen. Das war ein wirklich informatives Gespräch. Ich freue mich, dass ich etwas Licht in den unglaublichen Wert von Wäldern bringen konnte. Es ist ein Thema, das mir am Herzen liegt. Lektion 9: Die Freuden des Alleinreisens. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, alleine zu reisen? Weißt du, ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht. Warum fragst du? Nun, ich habe einige Nachforschungen über die Vorteile von Alleinreisen angestellt, und es hat mich wirklich fasziniert. Oh, ich würde gerne mehr hören. Welche Vorteile haben Sie entdeckt? Zum einen ist es eine unglaubliche Gelegenheit für persönliches Wachstum und Selbstfindung. Das klingt wirklich ansprechend. Ich kann mir vorstellen, dass es eine tiefgreifende Erfahrung wäre. Absolut. Und es geht nicht nur darum, es geht auch um Freiheit und Flexibilität. Ich kann mir vorstellen, dass das ein großer Unentschieden wäre. Sie müssen keine Kompromisse eingehen oder sich mit anderen abstimmen. Exakt. Du kannst hingehen, wo du willst, wann du willst, und genau das tun, worauf du Lust hast. Das klingt unglaublich befreiend. Ich wette, das wäre so verjüngend. Es kann wirklich sein. Und die Verbindungen, die sie unterwegs herstellen, sind oft so bedeutsam. Das kann ich mir vorstellen. Neue Leute kennenlernen und diese spontanen Interaktionen haben. Auf jeden Fall. Es eröffnet ihnen so viele einzigartige kulturelle Erlebnisse und Perspektiven.
Wow, du hast wirklich mein Interesse geweckt. Ich fange an, den wahren Reiz von Alleinreisen zu erkennen. Ich freue mich, dass ich einige der Erkenntnisse teilen konnte, die ich gewonnen habe. Es ist definitiv eine Überlegung wert. Ganz gewiss. Ich denke, ich werde anfangen, eine eigene Soloreise zu planen. Das ist wunderbar. Ich teile gerne alle Tipps oder Empfehlungen mit, die ich habe. Das weiß ich zu schätzen. Das war ein wirklich inspirierendes Gespräch. Ich freue mich, dass ich dich inspirieren konnte. Alleinreisen können wirklich lebensverändernd sein. Lektion 10: Die kulinarische Welt erkunden. Morgen. Ich habe gehört, dass du in letzter Zeit auf kulinarischen Veranstaltungen warst. Was hast du gemacht? Du hast recht. Ich habe die lokale kulinarische Szene tatsächlich ziemlich oft erkundet. Interessant. An welchen Veranstaltungen haben Sie teilgenommen? Nun, ich habe kürzlich ein paar Kochworkshops im Gemeindezentrum besucht. Oh, das klingt wirklich lustig. Was hast du in diesen Workshops gelernt? Es war großartig. Ich habe einige neue Techniken für die Herstellung von hausgemachter Pasta und das Backen von Brot gelernt. Wow, das ist beeindruckend. Ich würde gerne mehr über Brotbacken erfahren. Es war so ein augenöffnendes Erlebnis. Ich hatte keine Ahnung, wie viel in die Herstellung von handgemachtem Brot gesteckt wird. Das kann ich mir vorstellen. Brot von Grund auf neu zu backen muss ein ziemlicher Prozess sein. Auf jeden Fall. Die Instruktoren teilten viele hilfreiche Tipps und Tricks mit. Das ist großartig. Hast du versucht, eine dieser Techniken zu Hause anzuwenden? Ja, habe ich. Ich habe mit verschiedenen Mehlen und Vorspeisen experimentiert. Nett. Ich wette, dein selbstgebackenes Brot schmeckt fantastisch. Es war ein wirklich lohnendes Hobby. Ich habe sogar angefangen, einige meiner Brote auf dem örtlichen Bauernmarkt zu verkaufen. Das ist fantastisch. Es ist so bewundernswert, aus ihrer Leidenschaft ein kleines Unternehmen zu machen. Ich danke dir. Es hat viel Spaß gemacht und ich habe einige wundervolle Leute in der lokalen Food Community getroffen. Ich sehe den Appell. Es muss wirklich erfüllend sein, mit gleichgesinnten Feinschmeckern in Kontakt zu treten. Absolut. Haben Sie jemals an anderen kulinarischen Veranstaltungen in der Gegend teilgenommen? Leider nein. Aber du hast definitiv mein Interesse geweckt. Vielleicht begleite ich dich irgendwann mal auf einen Workshop. Lektion 11: Reisemöglichkeiten erkunden, Thailand oder Japan. Hey Anna, ich brauche deinen Rat. Ich versuche mich für meinen nächsten Urlaub zwischen Thailand und Japan zu entscheiden. Beide scheinen tolle Reiseziele zu sein, aber ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Oh, das sind zwei sehr unterschiedliche, aber ebenso faszinierende Orte. Was hoffst du auf deiner Reise zu erleben? Nun, ich interessiere mich wirklich für die kulturellen und kulinarischen Aspekte der einzelnen Länder. Ich liebe es, neue Lebensmittel auszuprobieren und in verschiedene Traditionen einzutauchen. Das ist eine großartige Perspektive. Thailand ist bekannt für seine lebendige Streetfood-Szene und sein reiches buddhistisches Erbe.
Japan hingegen hat eine einzigartige Mischung aus moderner und alter Kultur. Genau. Genau das macht es so schwer, sich zu entscheiden. Ich bin fasziniert von den Tempeln und Outdoor-Abenteuern in Thailand, aber auch die Hightech-Städte und die raffinierte Küche in Japan sind wirklich reizvoll. Ich kann das Dilemma verstehen. Hast du darüber nachgedacht, auf welche Art von Erfahrung du hoffst? Suchen Sie eine entspanntere, tropische Atmosphäre oder eine rasante Stadterkundung? Das ist ein gutes Argument. Ich glaube, ich tendiere eher zu einem langsameren, immersiven Erlebnis. Die Idee, abgelegene Dörfer und Naturlandschaften in Thailand zu erkunden, spricht mich wirklich an. In diesem Fall könnte Thailand besser passen. Sie können die wunderschönen Strände, den üppigen Dschungel und die lebendige lokale Kultur erleben. Das Lebenstempo dort ist tendenziell etwas entspannter. Das ist hilfreich. Und ich schätze, ich kann Japan jederzeit für eine weitere Reise aufsparen, wenn ich Lust auf ein energievolleres, technologiegetriebenes Abenteuer habe. Genau. Das Tolle ist, dass beide Destinationen unglaubliche Erlebnisse bieten. Mit beiden kann man wirklich nichts falsch machen. Du hast recht. Ich glaube, dieses Mal entscheide ich mich für Thailand. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr freue ich mich auf die Aussicht, die Naturwunder und das reiche Erbe des Landes zu entdecken. Das ist wunderbar. Ich bin sicher, du wirst eine tolle Zeit haben. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie bei der Planung Ihrer Reise Tipps oder Empfehlungen benötigen. Werde ich machen. Danke, Anna. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das mit mir zu besprechen. Es hat mir wirklich geholfen, etwas Klarheit zu gewinnen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Genießen Sie Ihre Reisen und vergessen Sie nicht, ein paar Fotos zu teilen, wenn Sie zurückkommen. Absolut, ich werde dafür sorgen, dass ich das mache. Nochmals vielen Dank. Das war ein großartiges Gespräch. Lektion 12: Budgetierung für den perfekten Kurzurlaub. Morgen. Ich fange an, meine nächste Reise zu planen, und ich könnte deinen Rat zur Budgetierung gebrauchen. Hört sich gut an. Welche Ausgaben hoffst du decken zu können? Nun, ich möchte das Beste aus meinem Reiseerlebnis machen, aber ich muss auch auf mein Budget achten. Essen, Unterkunft und Transport haben für mich oberste Priorität. Das ist ein großartiger Ansatz. Wenn es ums Essen geht, würde ich vorschlagen, ein Gleichgewicht zwischen dem Essen im Freien und der Zubereitung einiger Mahlzeiten selbst zu finden. Lokale Märkte sind eine fantastische Möglichkeit, bei Lebensmitteln zu Absolut, sparen. ich habe auch vor, so viel lokales Streetfood wie möglich zu probieren. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Kultur zu erleben und Geld zu sparen. Definitiv. Und haben Sie in Bezug auf Unterkünfte über Hostels oder Vermietungen im Erben-Stil nachgedacht? Sie können viel budgetfreundlicher sein als Hotels, insbesondere für längere Aufenthalte. Das ist ein gutes Argument. Ich habe großartige Dinge über Hostels gehört, besonders für Alleinreisende wie mich. Und Airbnb könnte eine gute Option für ein authentischeres, lokales Erlebnis sein. Exakt. Und wenn es um Verkehrsmittel geht, schauen Sie sich öffentliche Optionen wie Busse, Züge oder sogar Mitfahrgelegenheiten an. Ein Auto zu mieten kann teuer werden. Versuchen Sie also, das möglichst einzuschränken. Das ist ein wirklich hilfreicher Rat. Ich werde sicherstellen, dass ich all diese verschiedenen Transportmöglichkeiten recherchiere und die kostengünstigsten finde.
Wunderbar. Und vergessen Sie nicht, auch ein gewisses Budget für Aktivitäten und Erlebnisse vorzusehen. Diese können eine Reise wirklich unvergesslich machen. Auf jeden Fall. Ich möchte sicher gehen, dass ich genug habe, um die lokale Kultur und Attraktionen zu genießen, ohne mein Gesamtbudget zu überschreiten. Klingt nach einem großartigen Plan. Achten Sie nur darauf, in Ihrem Budget etwas Spielraum für unerwartete Ausgaben oder spontane Abenteuer zu lassen. Gute Entscheidung. Ich sorge dafür, dass ich für alle Fälle ein kleines zusätzliches Kissen dabei habe. Das war wirklich hilfreich. Ich fühle mich viel besser darauf vorbereitet, meine Reisepläne fertigzustellen. Ich freue mich, dass ich einige nützliche Tipps zur Budgetierung geben konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, während Sie Ihre Reise weiter planen. Werde ich machen. Danke nochmal. Ich freue mich sehr auf dieses Abenteuer und darauf, mein Reisebudget optimal zu nutzen. Lektion 13. Erkunden Sie die verborgenen Schätze des Museums. Wow, du musst mir mehr über das Kunstmuseum erzählen, das du letzte Woche besucht hast. Ich wollte es mir schon lange ansehen. Es war unglaublich. Es gab so viele faszinierende Ausstellungen und Kunstwerke. Ich hätte den ganzen Tag dort verbringen können. Wirklich? Was waren einige der Höhepunkte für dich? Ich würde gerne von den Stücken hören, die am meisten auffielen. Nun, die Sammlung der Impressionisten war atemberaubend. Die Art und Weise, wie die Künstler Licht und Bewegung einfangen, war einfach faszinierend. Ah, ich liebe impressionistische Kunst. Was ist mit den anderen Galerien? Gibt es sonst noch etwas, das du empfehlen würdest zu sehen? Definitiv. Die Ausstellung antiker Skulpturen war unglaublich. Es gab so viele komplizierte, detaillierte Stücke, dass ich nicht aufhören konnte, sie zu bewundern. Oh, das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich mag alte Geschichte und Zivilisationen sehr. Dann würdest du es lieben. Und der Flügel für moderne Kunst war auch faszinierend. Es gab einige wirklich zum Nachdenken anregende, abstrakte Installationen. Moderne Kunst kann für mich ein bisschen ein Hit oder Misserfolg sein, aber ich bin immer offen dafür, meinen Horizont zu erweitern. Ich weiß, was du meinst, aber glaub mir, diese Stücke waren fesselnd. Sie haben mich wirklich dazu gebracht, die Dinge anders zu sehen. In Ordnung, du hast meine Neugier geweckt. Ich muss mir einen ganzen Tag Zeit nehmen, um das Museum richtig zu erkunden. Das ist eine tolle Idee. Es gab einfach so viel zu erleben, dass ich das Gefühl hatte, ich bräuchte mehr Zeit, um alles wirklich zu schätzen. Nun, ich freue mich, dass du so eine tolle Erfahrung hattest. Jetzt freue ich mich noch mehr darauf, alles selbst zu besuchen und zu sehen. Ich bin sicher, du wirst es lieben. Seien Sie einfach darauf vorbereitet, vom schieren Umfang und der Vielfalt der Sammlungen überwältigt zu werden. Ordnungsgemäß notiert. Ich achte darauf, mein Tempo zu halten und nicht zu versuchen, alles zu überstürzen. Das hat mich wirklich eifrig gemacht, meinen Museumsausflug zu planen. Wunderbar. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps oder Empfehlungen benötigen, sobald Sie mit der Planung beginnen. Ich freue mich, weitere Erkenntnisse mit Ihnen teilen zu können. Absolut, ich werde auf jeden Fall dein Gehirn auswählen. Nochmals vielen Dank für die tolle Empfehlung. Ich kann es kaum erwarten, die verborgenen Schätze des Museums zu erkunden. Lektion 14, das Tanzdilemma. Hey Anna, ich habe ein kleines Problem und ich hatte gehofft,
du könntest mir einen Rat geben. Klar, was ist los? Ich helfe gerne, wenn ich kann. Nun, da ist dieses Mädchen, das ich wirklich mag, und ich habe herausgefunden, dass sie dieses Wochenende auf einer Tanzparty sein wird. Okay, das klingt vielversprechend. Hast du vor, sie zum Tanzen zu bitten? Das ist es einfach, ich bin mir nicht sicher, ob ich sollte. Ich bin nicht die beste Tänzerin und ich mache mir Sorgen, dass sie vielleicht nicht mit mir tanzen will. Ich verstehe. Nun, Selbstvertrauen ist der Schlüssel zum Tanzen, auch wenn deine Fähigkeiten nicht die besten sind. Aber was ist, wenn ich es vermassle oder mich zum Narren mache? Ich möchte mich nicht vor ihr blamieren. John, du darfst dich von dieser Angst nicht zurückhalten lassen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie Nein sagt und dann hast du etwas für das nächste Mal gelernt. Ich schätze, du hast nicht ganz unrecht. Aber was ist, wenn sie ja sagt und ich dann nicht mithalten kann? Dann bittest du sie, dir ein paar Schritte beizubringen. Wahrscheinlich wird sie sich geschmeichelt fühlen, dass du von ihr lernen willst. Das ist eine gute Idee. Und ich schätze, auch wenn ich nicht der beste Tänzer bin, ist es wichtig, dass ich es versuche, oder? Genau. Das Wichtigste ist, sich da draußen zu zeigen und sich nicht von ihren Unsicherheiten aufhalten zu lassen. Weißt du, du hast recht. Ich werde es einfach versuchen und sehen, was passiert. Zumindest werde ich es versucht haben, anstatt mich zu fragen, was wäre, wenn? Das ist der Geist. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Sei einfach du selbst und hab Spaß damit. In Ordnung. Jetzt geht es mir besser. Vielen Dank für das aufmunterende Gespräch. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Jederzeit. Ich fiebere dir zu und kann es kaum erwarten zu hören, wie es mit der Tanzparty läuft. Wird reichen. Wünscht mir Glück. Lektion 15, das Richtungsdilemma. Hey Anna, könnte ich deine Hilfe bei etwas bekommen? Absolut. Was ist los? Ich versuche dieses neue Restaurant zu finden, von dem alle sprechen, aber ich habe Probleme, es zu finden. Okay, kennst du das allgemeine Gebiet, in dem es sich befindet? Nun, ich weiß, es sollte in der Nähe des Eingangs des Einkaufszentrums sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Lass mich nachdenken. Das Einkaufszentrum kann manchmal ein bisschen wie ein Labyrinth sein. Hast du eine Adresse oder eine Querstraße, die du mir geben kannst? Leider nein. Ich hatte gehofft, du kennst den Ort, da du hier öfter bist als ich. Lass mich mir den Kopf zerbrechen. Ist es das Neue, das erst vor ein paar Wochen eröffnet wurde? Ich glaube schon, ja. Ich habe gehört, dass das Essen dort fantastisch ist. Okay, ich glaube, ich kenne den, von dem du sprichst. Es ist direkt neben dem Haupteingang, auf der linken Seite, wenn Sie reingehen. Oh toll, das hilft sehr. Wie lange dauert es normalerweise, vom Parkplatz dorthin zu gelangen? Vielleicht 5 Minuten oder so, je nachdem, wie voll es ist. Es ist nicht allzu weit zu Fuß. Toll, das ist perfekt. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du mir hilfst. Ich habe mich ein bisschen verirrt, als ich versucht habe, es zu finden.
Gar kein Problem. Ich freue mich, dass ich Sie in die richtige Richtung weisen konnte. Lass mich wissen, wie das Essen ist, wenn du gehst. Werde ich machen. Danke nochmal. Ich bin sicher, es wird köstlich sein. Jederzeit, genießen Sie Ihr Essen. Lektion 16, eine Dinnerparty koordinieren. Morgen. Ich wollte dir eine Idee geben. Wie wäre es, wenn wir dieses Wochenende eine Dinnerparty veranstalten? Oh, das klingt nach Spaß. Was genau hattest du im Sinn? Nun, ich dachte, wir könnten ein paar enge Freunde einladen, gut essen und uns treffen. Ich liebe es. Wen wolltest du einladen? Vielleicht Sarah und Tom und ein paar unserer anderen Freunde. Tolle Auswahl. Und welche Art von Essen hattest du dir vorgestellt? Ich dachte an etwas Lässiges, aber Leckeres, vielleicht ein schönes Nudelgericht oder etwas gegrilltes Fleisch. Lecker, das klingt perfekt. Ich kann dir bei der Menüplanung helfen, wenn du möchtest. Das wäre unglaublich, ich würde mich über die Hilfe sehr freuen. Irgendwelche Ideen, was man servieren soll? Wie wäre es mit Frühlingsgemüsenudeln mit Beilagensalat? Und wir könnten gegrilltes Hähnchen oder Lachs machen. Oh, das klingt absolut köstlich. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Haha, ich auch. Und wir sollten auf jeden Fall auch etwas Wein und Nachtisch trinken. Absolut. Vielleicht ein schöner Rotwein und ein einfaches, aber leckeres Dessert. Klingt nach einem Plan. Ich kann dir helfen, die Zutaten einzukaufen, wenn du willst. Das wäre toll. Danke, Anna. Ich sorge dafür, dass wir alle Vorräte besorgen, die wir brauchen. Perfekt. Sag mir einfach das Datum und die Uhrzeit und ich werde mit eingeschalteten Glocken da sein. Wunderbar. Ich freue mich riesig darauf. Das wird ein toller Abend. Ich auch. Es wird so schön sein, alle für einen unterhaltsamen, entspannten Abend zusammenzubringen. Lektion 17, Transparenz und Umsetzung. Okay, lass uns über das neue Projekt sprechen, an dem wir gearbeitet haben. Absolut. Ich denke, Transparenz wird hier entscheidend sein. Ich stimme zu. Wir müssen sicherstellen, dass alle Beteiligten genau wissen, was vor sich geht. Auf jeden Fall. Und nicht nur die wichtigsten Details, sondern auch das Wesentliche. Exakt. Die Menschen müssen den vollen Umfang und den Zeitplan dieser Initiative verstehen. Exakt. Wir können uns später keine Überraschungen oder Missverständnisse leisten. Vollkommen. Und was die Lieferung angeht, denke ich, müssen wir mit dem Zeitplan sehr vorsichtig sein. Guter Punkt. Wir müssen sicherstellen, dass wir realistische Erwartungen und Termine setzen. Absolut. Zu viel zu versprechen und zu wenig zu liefern ist ein todsicherer Weg, um an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Exakt. Wir müssen zu wenig versprechen und zu viel liefern, wenn wir wollen, dass dies ein Erfolg wird. Auf jeden Fall. Und wir sollten wahrscheinlich etwas Pufferzeit einbauen,
nur für den Fall. Definitiv ein kluger Schachzug. Es ist besser, etwas mehr Spielraum zu haben, als in letzter Minute zu kraxeln. Einverstanden. Und wir müssen auch die Fortschritte im Auge behalten, um sicherzustellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Absolut. Regelmäßige Check-ins und Statusaktualisierungen werden von entscheidender Bedeutung sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Transparenz und straffes Projektmanagement, das ist der Schlüssel zu einer guten Umsetzung. Gut gesagt. Ich denke, wenn wir uns auf diese beiden Dinge konzentrieren, werden wir in Topform sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen können, solange wir uns einig bleiben und klar kommunizieren. Lektion 18: Hobbys erkunden. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, ein neues Hobby auszuprobieren. Hast du irgendwelche Vorschläge? Oh, das ist eine spannende Idee. Über welche Art von Hobbys hast du nachgedacht? Nun, ich bin wirklich fasziniert von der Idee, eine neue Sprache zu lernen. Denkst du, das könnte eine gute Option sein? Eine neue Sprache zu lernen ist ein fantastisches Hobby. Es ist eine großartige Möglichkeit, ihr Gehirn herauszufordern und sich mit neuen Kulturen zu verbinden. Daran habe ich auch gedacht. Gibt es bestimmte Sprachen, die du mir empfehlen würdest, mir anzusehen? Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht könnte etwas wie Spanisch oder Mandarin interessant und nützlich sein. Die beiden klingen ansprechend. Ich muss noch etwas recherchieren und sehen, was mich anspricht. Absolut. Und weißt du, es gibt auch so viele andere Hobbys da draußen. Hast du darüber nachgedacht, eine neue Sportart oder ein neues Handwerk zu erlernen? Das ist ein gutes Argument. Eigentlich wollte ich mich schon immer in der Holzbearbeitung versuchen. Oh, Holzbearbeitung. Das könnte wirklich erfüllend sein. Und du könntest alle möglichen coolen DIY-Projekte machen. Genau. Ich bin ziemlich praktisch, also denke ich, ich könnte mich wirklich darauf einlassen. Vielleicht fange ich mit etwas Einfachem an, wie dem Bau eines Vogelhauses. Das ist so eine lustige Idee. Vogelhäuschen sind das perfekte Holzbearbeitungsprojekt für Anfänger. Ja, ich glaube, das werde ich tun. Danke für die tollen Vorschläge. Ich fühle mich inspiriert. Jederzeit. Ich bin gespannt, welchem neuen Hobby du am Ende nachgehst. Halten Sie mich auf dem Laufenden, ja? Absolut. Ich freue mich darauf, etwas Neues auszuprobieren und meine Komfortzone zu verlassen. Lektion 19: Das perfekte Outfit. Guten Morgen. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Outfit für einen besonderen Anlass. Irgendwelche Modetipps? Oh, das ist aufregend. Was für eine Veranstaltung ist das? Das wird mir helfen, Ihnen einige gute Empfehlungen zu geben. Es ist eine Hochzeit. Einer meiner engsten Freunde wird heiraten. Ich möchte gut aussehen, bin mir aber nicht sicher, wo ich anfangen soll. Ein Hochzeitsoutfit, das ist eine großartige Gelegenheit, sich zu verkleiden. Für eine formelle Veranstaltung wie diese würde ich vorschlagen, nach einem klassischen Anzug oder einem schönen Button-Down-Hemd mit Anzughose zu suchen. Ein Anzug, hm? Ein paar schöne habe ich schon in meinem Schrank. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, vielleicht stattdessen einen scharf aussehenden Blazer zu finden.
Oh, ein Blazer könnte eine gute Option sein. Das würde dir einen entspannteren, stilvolleren Look geben. Und du kannst es mit einer gut sitzenden Hose kombinieren. Ich mag den Klang davon. Und hast du irgendwelche Gedanken zu Farben oder Mustern, die ich berücksichtigen sollte? Für eine Hochzeit würde ich empfehlen, neutralere oder gedämpftere Töne zu wählen, vielleicht einen marineblauen oder anthrazitgrauen Blazer. Du könntest sogar ein dezentes Nadelstreifen- oder Karomuster verwenden. Oh, ich mag die Idee eines gemusterten Blazer. Das könnte dem Outfit einen wirklich schönen Hauch von Persönlichkeit verleihen. Unbedingt. Und du könntest den Rest des Looks schlicht halten, ein knackiges weißes Hemd, vielleicht ein paar braune oder schwarze Abendschuhe. Das ist ein toller Vorschlag. Ich glaube, ich habe eigentlich nur den Blazer im Sinn. Es ist ein hübsches graues Fischgrätmuster. Oh, das klingt perfekt. Fischgrät ist so ein klassisches, raffiniertes Muster. Ich fühle mich wirklich gut mit diesem Outfitplan. Vielen Dank für die tollen Tipps. Du bist ein Lebensretter. Jederzeit. Ich bin sicher, du wirst auf der Hochzeit absolut umwerfend aussehen. Hab eine wundervolle Zeit. Ich weiß das zu schätzen. Ich kann es kaum erwarten, mit dem neuen Look zu zeigen. Bis bald. Lektion 20: Ethische Dilemmata. Hey Anna, kann ich deine Meinung zu etwas hören? Ich stand bei der Arbeit vor einem ethischen Dilemma. Oh, das klingt faszinierend. Was ist los? Nun, mein Chef hat mich unter Druck gesetzt, einige Zahlen in unseren Finanzberichten zu fälschen. Er sagt, es ist nur eine harmlose Notlüge, um das Unternehmen besser aussehen zu lassen. Huch, das ist eine knifflige Situation. Einerseits verstehe ich, warum Ihr Chef die Dinge positiv beeinflussen will. Andererseits würde das als Betrug betrachtet werden, was definitiv illegal ist. Genau. Ich war wirklich hin und hergerissen darüber. Das Unternehmen hat Probleme und ich weiß, dass mein Chef nur versucht, uns über Wasser zu halten. Aber ich habe ernsthafte moralische Vorbehalte, die Bücher zu kochen. Ich verstehe dein Dilemma vollkommen. Es ist eine schwierige Entscheidung. Sie wollen Ihrem Unternehmen gegenüber loyal sein, müssen aber auch Ihre eigenen ethischen Prinzipien einhalten. Richtig? Und ich mache mir Sorgen, wenn ich mich weigere, könnte das meinen Job gefährden. Aber ich kann mich einfach nicht dazu durchringen, etwas zu tun, von dem ich weiß, dass es falsch ist, auch wenn es dem Geschäft helfen könnte. Das ist eine wirklich schwierige Situation. Haben Sie darüber nachgedacht, mit jemand anderem im Unternehmen über Ihre Bedenken zu sprechen? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Probleme anzugehen, ohne auf unethische Taktiken zurückgreifen zu müssen. Ich habe darüber nachgedacht, bin mir aber nicht sicher, wem ich trauen kann. Mein Chef ist derjenige, der das vorantreibt, und ich möchte niemanden einbeziehen und möglicherweise noch mehr Probleme verursachen. Ich verstehe. Nun, in einem Fall wie diesem, denke ich wirklich, dass Sie Ihrem moralischen Kompass folgen müssen. Auch wenn das bedeutet, dass Sie Ihren Job aufs Spiel setzen, ist es so wichtig, ehrlich zu sein und Ihre Prinzipien zu wahren. Du hast recht. Ich glaube, tief in mir wusste ich bereits, dass das der Weg ist, den ich einschlagen muss. Es ist einfach gruselig, weißt du? Aber ich muss in der Lage sein, mich selbst im Spiegel zu betrachten. Absolut. Ich weiß, es ist keine einfache Entscheidung, aber auf lange Sicht werden Sie sich viel besser fühlen, wenn Sie Ihrer Ethik treu bleiben. Ich wünsche dir damit alles Gute.
Danke. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, zuzuhören und Ihre Perspektive darzulegen. Es ist hilfreich, es mit jemandem zu besprechen. Natürlich jederzeit. Ich freue mich, dass ich einen Resonanzboden bereitstellen konnte. Denk dran, du schaffst das, bleib stark und tu das Richtige. Wird reichen. Ich werde dich darüber auf dem Laufenden halten, wie das alles ausgeht. Lektion 21, die Mondlandung. Guten Morgen. Haben Sie die Nachrichten über die bevorstehende Mondmission verfolgt? Darauf kannst du wetten. Ich freue mich so darauf. Seit der letzten Mondlandung sind über 50 Jahre vergangen. Absolut. Die US-Regierung hat dieses neue Programm gesponsert, und es wird endlich verwirklicht. Ich kann es kaum erwarten, die ersten Bilder von der neuen Mondlandefähre zu sehen. Ich frage mich, welche wissenschaftlichen Entdeckungen sie dieses Mal machen werden. Ich auch. Ich habe gehört, dass Sie alle möglichen Experimente und Erkundungen an der Oberfläche planen. Stimmt, ich habe gelesen, dass sie dieses Mal eine dauerhaftere Präsenz auf dem Mond aufbauen wollen. Vielleicht baue ich dort irgendwann sogar eine Forschungsstation. Wow, das wäre unglaublich. Stellen Sie sich vor, Sie könnten auf dem Mond leben und arbeiten. Es ist wie etwas aus einem Science-Fiction-Film. Ich weiß. Es ist verrückt, wie weit die Weltraumtechnologie gekommen ist. Wenn man an die ursprünglichen Apollo-Missionen denkt, ist das wirklich ein riesiger Fortschritt. Auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass die für diese Mission ausgewählten Astronauten überglücklich sein müssen, kein Wortspiel beabsichtigt. Ha! Ich bin sicher, Sie sind begeistert. Es ist eine große Ehre, für eine historische Mission wie diese ausgewählt zu werden. Absolut. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie es sich anfühlt, auf der Mondoberfläche zu laufen. Ich auch nicht. Es muss eine ehrfurchtgebietende und demütigende Erfahrung sein. Ich bin so froh, dass wir zum Mond zurückkehren. Ich auch. Es wird faszinierend sein zu sehen, was Sie entdecken und aus diesem neuen Kapitel der Weltraumforschung lernen. Ich stimme zu. Diese Mission hat das Potenzial, so viele neue Erkenntnisse über unseren himmlischen Nachbarn zu gewinnen. Auf jeden Fall. Ich werde vor dem Fernseher sitzen, wenn Sie anfangen, live vom Mond zu übertragen. Ich kann es kaum erwarten. Lektion 22, die Reformation. Hey Anna, hast du gestern Abend den Dokumentarfilm über die Reformation gesehen? Nein, ich habe es verpasst. Was hast du darüber gedacht? Es war wirklich faszinierend. Es wurde untersucht, wie in dieser Zeit verschiedene protestantische Kirchen gegründet wurden. Ah, ich verstehe. Die Reformation war eine so entscheidende Zeit in der europäischen Geschichte, nicht wahr? Absolut. Viele Kriege wurden zwischen lokalen Herrschern geführt, die verschiedene religiöse Fraktionen bevorzugten. Ja, die Machtkämpfe zwischen der katholischen Kirche und den verschiedenen protestantischen Gruppen waren intensiv. Ganz gewiss. Dies führte zu einer großen Veränderung der religiösen und politischen Landschaft auf dem gesamten Kontinent. Auf jeden Fall. Ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr diese religiösen Konflikte den Lauf der Geschichte geprägt haben. Ich auch. Es ist verrückt,
darüber nachzudenken, wie viel Blutvergießen und Aufruhr durch theologische Meinungsverschiedenheiten verursacht wurden. Richtig? Es zeigt nur, wie tief die Überzeugungen der Menschen verwurzelt sein können und wie leidenschaftlich sie verteidigen werden. Exakt. Die Reformation hat wirklich die Spaltung hervorgehoben, die aus unterschiedlichen religiösen Ansichten entstehen kann. Absolut. Aber es ebnete auch den Weg für mehr Religionsfreiheit und Vielfalt, was ein positives Erbe ist. Du hast recht. Es ist ein komplexes Erbe mit positiven und negativen Folgen. Auf jeden Fall. Es ist eine faszinierende Zeit zum Studieren, das ist sicher. Dort gibt es viele Lektionen zu lernen. Auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich den Dokumentarfilm gesehen habe. Dadurch wurde mir die Bedeutung der Reformation wirklich bewusst. Das Gleiche hier. Es ist immer gut, mehr über die entscheidenden Momente in der Geschichte zu erfahren, die unsere heutige Welt prägen. Einverstanden. Es gibt noch so viel zu entpacken, wenn es um die Reformation und ihre nachhaltigen Auswirkungen geht.